heute nach Rom, um morgen an der technischen Begutachtung mit dem Gutachter teilzunehmen. Tatsächlich aufgeregt, weil ich möchte ja, dass alles klappt. Erstmal war es ein Wahnsinnsaufriss. Jetzt wird es langsam spannend. Ich habe so auf diesen Moment hingefiebert. Heute ist es soweit. Ich fliege heute nach Rom, um morgen an der technischen Begutachtung mit dem Gutachter teilzunehmen. Und klar, es geht um die Amel Santorin 46, die wir uns ja schon angesehen haben und ein Angebot abgegeben haben. So, und jetzt werden wir sehen. Das Angebot wurde ja angenommen. Jetzt werden wir also technisch sehen, wie das aussieht. Und ja, das fühlt sich komisch an, wenn man so lange darauf gewartet hat und dann geht es endlich los. Aber ich muss mich trotzdem noch mal gedulden, weil das ist erst morgen früh. Und ich fliege jetzt nach Rom, werde also die Zeit da noch verbringen, dann mit der Bahn weiterfahren und morgen früh wird es dann richtig spannend. Das kann jetzt leider sein, dass ihr mich nicht so doll versteht, weil ich habe dummerweise das Mikro vergessen in Barcelona. Aber guckt euch das mal an. Pinienwald und ich gehe direkt an den Strand runter. Klar, ich bin jetzt natürlich ein bisschen aus der Stadt rausgelaufen, so einen Kilometer oder so. In die Richtung ist die Marina, wo ich mir morgen das Boot angucke. Und da vorne ist Sonnenuntergang gleich. Was man da übrigens am Horizont sieht, da vorne, das ist Elba, das ist gar nicht weit weg. Schöne Ecke hier und wenig touristisch. Hinter mir steht sie, die Amel Santorin, die wir uns morgen ja technisch nochmal begutachten. Schön im abendlichen Licht, sehr romantisch. Romantisch und Schiff. Ihr könnt ja mal beurteilen, ob das stimmt. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob man das sagen darf über ein Schiff. Ja, also ich finde das im Moment ein sehr stimmiges Gesamtpaket. Das ist echt eine nette Region hier. Das hätte ich echt nicht erwartet. Das ist so ein, wo die Italiener Urlaub machen. Das ist nichts Spektakuläres hier. Eher so kleine Campingplätze, wie ich sie tatsächlich aus meiner Kindheit noch kenne. Und sehr sympathisch. Hier ist eine Flussmündung. Da liegt ein Fischerboot am anderen. Und ich habe hier jetzt 1,5-stündigen Spaziergang am Strand entlang hierher gemacht und jetzt geht es langsam wieder zurück. Für mich geht es gleich los. Ich hatte noch schön gerade Kaffee in dem kleinen Bistro, wie man es hier so macht. Wunderschön. Ich liebe das, wenn man da morgens mit seinem Kaffee und einem Croissant sitzt. Bin ein bisschen zu kalt angezogen. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Es ist halt doch schon etwas herbstlich. Und ich warte jetzt auf den Bus. Dann geht es hier die 3 Kilometer rüber. Und dann beginnt der große, aufregende Tag. Und ich bin auch tatsächlich aufgeregt, weil ich möchte ja, dass alles klappt. Ein langer Tag liegt hinter mir. Ich stehe, wie ihr seht, schön Richtung Sonnenuntergang. Aber ich drehe mich jetzt mal um, damit ihr auch mein Gesicht sehen könnt, weil so wird das natürlich nichts. Also heute war der große Tag. Erstmal war es ein Wahnsinnsaufriss. Das war mir selber gar nicht so bewusst. Das war natürlich jetzt erstmal der Eigner angereist, die Maklerin angereist. Dann war der Gutachter natürlich da. Das heißt, da waren schon mal 3 Leute da.
das Boot zum Wasser lassen. Da waren teilweise 6 Leute von der Werft beschäftigt damit, das Wasser zu Wasser zu lassen. Dann vorher war der Motorgutachter noch da, also was heißt Gutachter, Mechaniker da, der hat sich den Motor nochmal angeguckt vor der Fahrt und ist dann auch mit rausgefahren. Das heißt, draußen waren wir bei der Probefahrt zu 5. Und dann hat man sozusagen den Rumpf geprüft mit Osmose und was außen und an Deck so ist. Dann waren wir praktisch im Wasser, haben einen Probeschlag gemacht. Wir konnten tatsächlich auch ein bisschen segeln, es war nicht viel Wind, aber wir konnten segeln. Und nachmittags waren dann die Rigger noch da. Davon habe ich leider überhaupt gar keine Bilder, schade. Die waren super klasse, die waren total professionell, die hatten Helme auf und hatten Marriott Saver und haben auch nicht die Leine genommen vom Großfall, sondern haben eine eigene Leine eingezogen, was ich echt professionell fand, weil das ist immerhin das, an dem ihr Leben hängt. Und ja, haben auch alles gecheckt. Und ja, jetzt ist Schluss, also jetzt ist irgendwie 8 Uhr abends, um 9:30 hat es heute Morgen angefangen und das ging halt jetzt die ganze Zeit durch. Irgendwelche Sachen prüfen, irgendwelche Sachen besprechen, Unterlagen raussuchen. Ja, sich überlegen, wie man mit Themen umgeht. Muss man umgreifen, ich kann es nicht mehr halten so. Ja, genau. Aber die Frage ist ja eigentlich, wie sieht es denn jetzt aus? Also technisch sieht es gut aus. Wir haben nichts Neues, Gravierendes gefunden. Also es gibt keine Osmose, der Sail Drive ist in Ordnung. Es gibt 2, 3 Stellen, wo das Anti-Fouling abblättert. Es gibt einen abgerissenen Rehlingsfuß, da ist halt die Schweißnaht gebrochen. Auch nichts Großes. Es gibt ein kaputtes Seeventil, was dauerhaft offen ist. Das ist von einer Toilette, aber dadurch, dass der Fäkalschlauch, der geht halt bis in Kopfhöhe, geht der hoch und dann wieder runter, sodass da im Normalfall auch keine Gefahr besteht. Die Segel sind nicht die neuesten, aber stehen noch gut. Die Furler und sowas funktionieren alles. Es gibt eine Leine, die man tauschen muss. Das Ding hier ist kaputt, aber das wusste ich. Ja, also ihr seht ja schon an der Größe der Schäden, was ich gerade so aufzähle, dass da eigentlich nur so übliche Wartungssachen oder Verbrauchssachen dabei sind. Ja, weiß nicht, was ich sagen soll. Also technisch sieht es gut aus. Es gibt zu den Unterlagen und zur Abmeldung der französischen Flagge gibt es noch so ein kleines Thema. Aber das, denke ich, lässt sich lösen. Ja, und dann ist sozusagen der nächste Schritt, dass wir am Mittwoch, also in 2 Tagen, nochmal miteinander sprechen und gucken, ob es für mich weitergehen soll oder nicht. Das heißt, ich habe nochmal die Entscheidung, will ich weitermachen oder will ich nicht weitermachen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wäre der nächste Schritt der Kaufvertrag und ja, sobald das Geld dann da ist, könnte man auch lossegeln. Bin sehr froh, dass das heute so gelaufen ist. Es war auch echt sehr sympathisch und sehr nett. Der Verkäufer ist echt ein sympathischer Kerl. Die Maklerin ist super sympathisch und versucht auch wirklich immer eine Position zwischen dem Verkäufer und mir einzunehmen. Versteht beide Seiten, versteht das Produkt, also ganz großartig. Hier passt alles sozusagen. Egal ob technisch, ob das Boot, ob sich das gut anfühlt, mit wem man da verhandelt und zu tun hat. Also es fühlt sich rundum gut an. Ja, und ich werde jetzt praktisch den Rest nach Hause laufen und in der Zeit mir dann auch mal noch so meine eigenen Gedanken machen. Ich bin schon wieder unterwegs, es ist jetzt 4 Uhr. 6 Kilometer in diese Richtung und dann wollen wir losfahren auf unsere Tour heute, rauf nach Livorno. Und ich muss jetzt gucken, dass ich hier Land gewinne, weil ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe mich ein bisschen verschätzt. Also, ich gebe mal Gas.
sind ja jetzt unterwegs auf unserer Überfahrt nach Livorno, und zwar von der Marina di Scalio. Das ist ungefähr so gegenüber von Elba. Elba liegt jetzt von mir aus rechts gesehen, und wir haben heute ungefähr 12 Stunden vor uns, bis wir heute Abend in Livorno ankommen. Livorno, die Italiener sprechen das so schön aus. Ja, wir haben glatte See, wir haben keinen Wind, wir werden also die ganze Zeit motoren, und fühlt sich sehr gut an. Also der Motor scheint echt top zu sein. Ist sofort angesprungen, läuft seidenweich, und wir haben bei 2000 Umdrehungen 5,8 Knoten, also das ist top. Ja, und fühlt sich echt gut an. Bin froh, hier an Bord zu sein, und freue mich darauf, dass mir heute der Eigner noch ganz viel erzählen wird, wie Sachen funktionieren. Mit dem Plotter haben wir uns beschäftigt, haben verschiedene Sachen uns schon angeguckt, und ja, haben wir noch viel Zeit vor uns, und da bin ich sehr froh drum, weil oftmals ist ja so eine Einweisung und Übergabe eher eine kurze Angelegenheit, und da haben wir heute viel Zeit dafür. Quello in alto, quello con quel terrapiede. Von der technischen Bootsbesichtigung, mache noch mal einen kleinen Stopp in Pisa, und hinter mir ist zum einen die Kathedrale und natürlich auch der schiefe Turm, aber ich finde beides gar nicht, ja, also es ist spektakulär. Was ich aber noch spektakulärer finde, sind die Menschen hinter mir und was die versuchen, alles auf die Beine zu stellen, um das möglichst perfekte Instagram-Bild rauszuholen. Ich kaufe ein Boot von einem Italiener, was auf die französische Flagge angemeldet ist. Das hat mich tatsächlich an den Rand der Verzweiflung gebracht, denn es ist gar nicht so trivial. Zum einen haben wir es mit zwei Rechtsprechungen zu tun, also erstmal mit der französischen und dann mit der italienischen. Und ich schließe den Kaufvertrag in Italien. Das heißt, der Gerichtsstand ist Italien. Und das heißt auch, dass, wenn jetzt irgendwas schief geht, ich dann sozusagen das Risiko habe, dass ich einen Gerichtsstand in Italien habe, einen Rechtsanwalt brauche,
vielleicht noch italienische Gutachter, Übersetzer und so weiter. Und dann habe ich noch Frankreich auch noch mit drin. Und das macht es halt ziemlich komplex. Und dann muss man natürlich die französischen Abmeldevorschriften für die Flagge auch beachten. Das macht zwar alles der Agent, also der Makler und der Käufer, aber ich will da natürlich so ein bisschen erstmal meine Augen drauf haben, weil ich habe ja so ein gewisses Risiko. Die Flagge muss abgemeldet werden in Frankreich, das macht der Eigentümer, der jetzige. Und dabei wird eben abgeprüft, ob Hypotheken auf dem Boot drauf sind und ob Steuern oder sonstige Belastungen auf dem Boot drauf sind. Und zu guter Letzt wird offensichtlich auch noch geprüft, ob die Umsatzsteuer für das Boot bezahlt würde, beziehungsweise ob das Boot EU-Ware ist. Und ja, was heißt das jetzt im Einzelnen? Das Boot muss natürlich an mich sogenannt lastenfrei übergeben werden. Also da kann ich jetzt einen Haken machen, da bin ich jetzt ruhig. Trotzdem ist es natürlich so, wir haben einen italienischen Verkäufer, das heißt, das hat immer auch viel mit Übersetzen zu tun, teilweise auch mit Übersetzungsschwierigkeiten. Man versucht sich irgendwie zu verstehen und das Risiko ist trotzdem da, dass man sich missversteht. Und dann sind die Gepflogenheiten auch noch extrem unterschiedlich. Vorgestern waren ja die ganzen technischen Prüfungen. Wir hatten einen Gutachter, den ich bezahlt habe. Wir hatten einen Rigger, den auch ich bezahlt habe. Wir hatten einen Motorspezialisten, den auch ich bezahlt habe. Und das Boot ist an Land gestellt worden und stand an Land auch zu meinen Lasten. Das ist in Deutschland teilweise anders geregelt. Da kann man drüber sprechen, dass man sich das teilt. Aber dort ist das eindeutig. Das heißt, da ist schon mal ein ganz schöner Aufriss gemacht worden. Aber das war auch gut, weil wir haben nichts Wichtiges gefunden an dem Boot. Und das ist eine sehr gute Aussage, finde ich. Dann ist auch das Prozedere für den Kauf in Italien komplett anders. Du guckst dir das Boot an und wenn dir das Boot gefällt, gibst du ein Angebot ab. Und das gibst du schriftlich gegenüber dem Makler ab und machst dann einen Letter of Intent. Das heißt eine Absichtserklärung für den Kauf und da steht sinngemäß drin, ich kaufe zu dem Preis XY und wenn bei der technischen Begutachtung keine strukturellen Schäden auftreten, die höher sind als 15% vom Kaufpreis, dann wird über den Preis nicht mehr geredet und du musst kaufen wie gesehen. Und in dem Moment zahlst du auch 10% des vereinbarten Kaufpreises auf das Konto des Maklers ein als Sicherheit. Dann hast du aber auch die Exklusivität, das Boot war aus dem Internet genommen und du hast die Ruhe, mit technischen Untersuchungen und dir das Boot in Ruhe anzugucken. Jetzt ist ja alles durch. Wir haben keine strukturellen Schäden festgestellt. Heißt jetzt aber auch, dass der Preis nicht mehr nachverhandelt wird und dass das Boot abzunehmen ist in dem Zustand und in dem Kaufpreis oder jetzt abzulehnen ist. Das heißt, ich habe jetzt nochmal die Möglichkeit zu entscheiden. Und ich werde morgen meine Entscheidung treffen, bin mir aber zu 98% sicher, dass ich es tun werde. Zum Prozedere jetzt noch mal kurz. Wenn ich dann die Zusage gebe, dann wird ein Vertrag gemacht. Da steht drin, dass das Boot lastenfrei zu liefern ist. Und da gibt es auch eine Regelung zur Umsatzsteuer. Übrigens an der Stelle möchte ich gerne noch mal auf unseren Segelblog verweisen. Da habe ich mal ausführlich mit einem Steuerberater, dem Herrn Eselgrimm, der hatte freundlicherweise einen Gastbeitrag bei uns geschrieben, das ganze Thema mal beleuchtet, weil das wird oft auf die leichte Schulter genommen und ihr tragt halt dann einfach ein Risiko von ca. 20% des Kaufpreises nochmal extra, wenn ihr das vorher nicht abprüft. Das war auch in unserem Fall recht langwierig, aber ich habe da eine Lösung für mich gefunden, die sehr gut gangbar ist. Wenn das in der französischen Abmeldung nicht berücksichtigt wird, dann habe ich einen Plan B, wie ich das mache, weil die Umsatzsteuer wurde zwar in der Vergangenheit irgendwann mal bezahlt, aber es gibt keinen Nachweis darüber. Wenn der Kaufvertrag zustande kommt, ist das Restgeld zu zahlen und der Verkäufer macht die Abmeldung der Flagge und es gibt die Schlüsselübergabe, die Papierübergabe und ich kann losfahren. Und jetzt bin ich nach wie vor extrem gespannt, aber nicht nur extrem gespannt, sondern auch so ein bisschen unter Zeitdruck, weil mein Zug geht in 20 Minuten nach Florenz und von Florenz aus fliege ich heute Nacht nach Barcelona zurück.
Und morgen treffe ich meine Entscheidung. Also das nächste Mal könnt ihr dann sehen, wie die Entscheidung war und ob wir vielleicht sogar schon hinfliegen. Also bleibt dran. Vielen Dank, dass du bis hierher dabei warst. Wenn du Fragen oder Kommentare hast, natürlich gerne rein damit. Auf Instagram oder Facebook bist du auch immer willkommen. Da gibt es auch immer Neuigkeiten. Ja, also vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.